Ich fotografiere heute die südafrikanische Schauspielerin Shalane Bennett in 3 Sets: Lifestyle, Fashion und Beachwear. Natürlich gibt es zu jedem Set Erläuterungen, wie ich fotografiere, heute aber auch mal ein paar Einblicke in die Arbeit mit Lightroom. Shalane Bennett ist eine südafrikanische Moderatorin und Schauspielerin, die für das südafrikanische Fernsehen und auch für einige Netflix-Serien gearbeitet hat. Shalane habe ich über Nadja kennengelernt. Die beiden waren bei einem Casting und Shalane hat mich danach einfach gefragt, ob wir nicht zusammen ein Shooting machen wollen, und wir haben dann ohne großes Moodboard die 3 Aufnahmebereiche Lifestyle, Fashion und Beachwear festgelegt. Für das Fashion- und Lifestyle-Shooting hatte ich schon am Tag vorher den sogenannten Silo District ausgekundschaftet. Das ist ein Bereich innerhalb der Waterfront von Kapstadt, wo ein Museum und ein Hotel untergebracht sind in einem neu gebauten Gebäude, was so aussieht wie ein alter Getreidespeicher mit Wassertank daneben. Auf der Rückseite befindet sich ein kleiner Park mit 2 Skulpturen von Papierbooten, und die werden wir gleich mal für unser erstes Lifestyle-Set nutzen. Es ist 16 Uhr, wir sind an der Location angekommen. Die Papierboote liegen teils in der Sonne, teils im Schatten. Ich muss mich entscheiden, in welche Richtung ich fotografieren will und welches Licht ich verwenden will. Wenn ich in den Schatten gehe, habe ich den Vorteil, dass Shalanes Gesicht gleichmäßig beleuchtet ist, aber genauso die Kleidung ist flau, hat wenig Kontraste. Das Ganze wirkt ein bisschen trist und überhaupt nicht so wie ein fröhliches Lifestyle-Set. Außerdem ist Shalane, die Hauptperson, dunkler als die Umgebung um sie herum und lenkt den Blick des Betrachters, der Betrachterin überhaupt nicht auf sich. Ich zeige mal ein Testbild mit automatischer Belichtung. Da der Hintergrund sehr hell ist, wird das Bild unterbelichtet in der Kamera und ich korrigiere das in Lightroom, indem ich nachträglich die Belichtung hochziehe. Wenn ich so stark aufhelle, dann werden natürlich die Lichter im Hintergrund ausgefressen. Kann man vielleicht mit leben, aber es könnte doch auch noch besser gehen. Da gibt es doch in Lightroom neuerdings die Funktion, eine Person zu maskieren und die dann gezielt zu bearbeiten. Das probiere ich jetzt mal aus. Shalane um 1,5 Blenden aufgehellt, da hebt sie sich schon deutlich besser ab. Aber wie man sieht, ist diese Maskierung nicht perfekt. An vielen Stellen, wie zum Beispiel in den Haaren oder an den Händen, sieht man, das funktioniert noch nicht so gut. Das ist keine gute Lösung. Damit das schon beim Shooting klar ist, suche ich nach einer Lösung, die ohne nachträgliche Bildbearbeitung auskommt. Eine Idee wäre, einen Reflektor zu benutzen, um Shalane damit von vorne aufzuhellen. Aber die gesamte Fläche liegt im Schatten, da kommt nirgendwo Sonne hin, um sie dann mit dem Reflektor einzufangen und gegen Shalane zu richten. Die Boote verschieben kann ich auch nicht, die sind aus Stahl, ich kann die nicht in die Sonne rücken. Die Lösung mit dem Reflektor scheidet also leider auch aus. Also habe ich wieder auf meine bewährte Blitztechnik zurückgegriffen. Ich hatte meinen Godox AD200, ein Stativ und einen Aufhellschirm dabei und glücklicherweise Karen, die Freundin von Shalane, die helfen konnte und auch das Stativ festhalten konnte. Karen hat übrigens auch diese Behind-the-Scenes-Videos gemacht. So habe ich eine kontrollierte Aufhellung. Ich kann den Blitz so einstellen, dass er Shalane aufhält, aber dass man das Blitzen möglichst nicht sieht. Wer übrigens genau hinschaut, der sieht, dass ich wieder mit einem Neutraldichtefilter gearbeitet habe, mit einem variablen Graufilter, mit dem ich Licht vernichten kann. Auf diese Weise ist es möglich, dass ich mit einer relativ langen Verschlusszeit arbeite, die im Bereich meiner Synchronisationszeit liegt, also einer 200 Sekunde, und trotzdem bei ISO 100 die Blende sehr weit aufmachen kann und schöne Unschärfe erzeuge. Als zweites Outfit hat Shalane ein orangefarbenes, sogenanntes formelles Outfit mitgebracht. Ein orangefarbenes Kleid, das man wohl zu besonderen Anlässen in Südafrika trägt.
Dieses knallbunte, poppige Outfit, das kommt natürlich am besten zur Geltung in einer relativ unbunten Umgebung. Und da war die Seitenwand des Silos mit diesem Wassertank genau richtig. So ein tolles Outfit verlangt natürlich auch extreme Dramatik. Deswegen habe ich meinen Ultraweitwinkel auf 15 mm eingestellt, mich auf die Erde gelegt und schräg nach oben fotografiert, was zum einen Ghislaine extrem groß darstellt und zum anderen aber auch ermöglicht, dass ich das ganze Hotel, den ganzen Wassertank mit im Bild habe. Als kleinen Stilbruch haben wir zunächst mal das Outfit mit weißen Sneakers fotografiert, später aber natürlich auch mit den passenden Pumps. Lichttechnisch ist hier das direkte Sonnenlicht das Mittel der Wahl, damit das Kleid schön leuchtet, damit durch die Schatten schöne Strukturen entstehen. Aber das wollen wir natürlich nicht auf Ghislaines Gesicht, deshalb ist da wieder die Anweisung, Nase zur Sonne, wenig Schatten im Gesicht erzeugen. The color of the dress and the building, stunning. Contrast. And the perspective, it's so extreme. Oh, Ghislaine, these are so beautiful. Eine weitere Variante dieses Shootings war, dass ich Ghislaine unter das Vordach von diesem Silo gestellt habe. Diese Lichtsituation findet man oft über höheren Dächern oder auch unter Bäumen. Bei Bäumen besteht immer die Gefahr, dass durch die grünen Blätter auch das Gesicht grün wird. Aber hier, bei diesem Dach, ist es so, dass es schwarz ist, die Wände grau sind und von den Seiten wunderbar noch die Kanten beleuchtet werden. So eine Lichtsituation nennt man offenen Schatten und es lohnt sich, danach zu suchen. Die hier entstandenen Porträtaufnahmen sind auch meine Lieblingsaufnahmen aus diesem Shooting. Alle Models, mit denen ich hier fotografiere in Kapstadt, wollen unbedingt am Strand Fotos machen. So auch Ghislaine. Deshalb sind wir wieder zum Clifton Beach gefahren. Kurz vor Sonnenuntergang ist hier alles in Orange getaucht. Zusammen mit der Gischt des Wassers sieht man nur noch diese eine Farbe. Im Hintergrund spielen ein paar Jungs Fußball und das ist natürlich eine ganz wunderbare Abendstimmung. Hier habe ich auch mal etwas für mich Neues ausprobiert. TTL-Blitzen. Diese Automatik funktioniert so, dass die Kamera das Umgebungslicht misst, dann den Blitz dazuschaltet und innerhalb der Kamera durch die Linse, through the lens, so lange die Belichtung misst und den Blitz blitzen lässt, bis sie meint, dass eine ausgewogene Belichtung erreicht ist. Was ausgewogen ist, das hängt von vielen Faktoren ab und ändert sich bei jeder Aufnahme neu. Deshalb ist diese Methode eigentlich für kontrollierbare Situationen, wie zum Beispiel im Studio, nicht unbedingt nötig. Aber was wir hier gemacht haben, ist, dass ich Ghislaine habe auf mich zugehen lassen, selber gleichzeitig zurückgegangen bin. Und Karen ist mit uns mitgewandert und hat den Blitz parallel zu uns immer weiter geführt. Das heißt, die Abstände sind nie exakt gleich. Der Vorteil dieser Methode ist, dass ich variabel bin, was den Abstand zwischen Model und Fotograf angeht, den Abstand zwischen Blitz und Model und ich auf diese Weise eine einigermaßen vernünftige Belichtung bekomme. Der Nachteil ist, dass sich ständig alle Faktoren ändern, weil die auch alle in Bewegung sind und ich nie exakt die gleiche Belichtung hinbekomme. Damit auch hier wieder das Bild nicht überblitzt aussieht, habe ich diese Automatik manuell nochmal um 2/3 Blenden runtergestellt, damit man den Blitz möglichst gar nicht sieht. Kurz vor oder in unserem Fall nach dem Sonnenuntergang braucht man überhaupt keine Aufhellung mehr. Das Licht ist weich und kommt von allen Seiten. Ich kann in alle Richtungen fotografieren, ohne irgendeinen Blitz oder einen Reflektor. Und zum Schluss verschwindet auch das letzte orange Licht und alles liegt im Schatten.